So Leute, wonach riecht Freiheit? Für mich riecht das nach Meer und Salz in der Luft. Für mich riecht das auch nach einem Wald am Morgen, nach dieser Luft, wenn man nach einem Gewitter nach draußen geht. Vielleicht riecht Freiheit für jeden ein bisschen anders. Aber das Gefühl, frei zu sein, das kennen wir alle. Oder kennen wir es nur aus Erinnerung, als wir die Schule, die Uni hinter uns ließen, die erste Wohnung, als wir umgezogen sind dahin, wo wir immer leben wollten? Als ich durch meine Midlife-Krise ging, war dieser Ort für mich Hamburg. Dort hatte ich einige Zeit gelebt und damals von dort wegzugehen, das hat mich so traurig gemacht. Ich wollte immer wieder zurück. Und als mein altes Leben mit 35 in die Brüche ging, war Hamburg für mich der Ausdruck meiner Freiheit. Das, was ich erlebt habe, erleben viele. In der Mitte des Lebens wird dieser Wunsch nach Freiheit oft unglaublich stark. Ja, wir werden uns überhaupt erst bewusst, dass wir dieses Gefühl verloren haben. Warum ist das so? Und wie können wir uns dieses Freiheitsgefühl zurückerobern? Darum geht es heute. Bleib bis zum Ende dran, denn du willst die 5 Schritte nicht verpassen, die dir deine Freiheit zurückgeben. Aber bleiben wir erstmal bei der Dynamik der Lebensmitte. Was passiert da in deinem Kopf, in deinem Herz? Erstens, ein Verlust unserer Illusionen. Wir erkennen, dass viele unserer früheren Träume und Ideale vielleicht nicht Realität geworden sind. Unser perfektes Leben, das wir uns so vorgenommen haben, es ist einfach nicht da. Das ist enttäuschend, aber es öffnet dir auch die Augen. Denn jetzt kannst du neu wählen. Zweitens, die Konfrontation mit der Endlichkeit. Die Lebensmitte rückt die eigene Sterblichkeit ins Bewusstsein. Wir spüren, die Zeit ist begrenzt. Auf später verschieben gibt's nicht mehr. Dieser Gedanke kann Angst auflösen, aber auch eine unglaubliche Energie freisetzen, um das Leben jetzt wirklich zu leben. Drittens, der Wunsch nach Authentizität. In der Jugend haben wir uns oft angepasst, Erwartungen erfüllt, Rollen gespielt. Und das haben wir dann aus Gewohnheit so weitergeführt. In der Lebensmitte wächst der Wunsch, endlich man selbst zu sein, ohne Kompromisse. Authentizität wird zum inneren Kompass. Viertens, die Suche nach Sinn und Erfüllung. Materielle Erfolge, Karriere, Status, all das verliert oft an Bedeutung. Wir merken, dass finanzielle Freiheit eben nur ein Teilaspekt der Freiheit ist. Wir fragen uns, was ist wirklich wichtig? Was erfüllt mich wirklich? Was will ich der Welt geben? Die Suche nach tieferem Sinn treibt uns an. Fünftens, ein Loslassen von alten Mustern. Wir erkennen, wie wir uns bisher selbst begrenzt haben. Wir entdecken unsere eigenen negativen Gewohnheiten und oft auch, dass wir in einer ungesunden Beziehung oder selbst in einer toxischen Arbeitsbeziehung feststecken. In der Lebensmitte entsteht der Wunsch, sich von diesen alten Lasten zu befreien, um leichter und freier in die zweite Lebenshälfte zu starten. So war das bei mir auch und ich bin darüber krank geworden. Ich wusste, es musste sich jetzt etwas ändern oder es wird sich nie ändern. Ich kenne Menschen, die haben das super mit ihrem Partner zusammen geschafft. Sie haben zusammen ihre Werte neu festgelegt und ihre Beziehung neu definiert. Sie sind gemeinsam gewachsen. Das hat in meinem Fall nicht geklappt und im Nachhinein war das auch gut so. Denn Freiheit, diese starke Sehnsucht, das ist nicht nur die äußere Freiheit, auch wenn sie sich vordringlich natürlich darin äußert. Eine Weltreise, der Jobwechsel, die neue Frau, die neue Harley. Das alles ist im Außen und das hilft dir am Ende gar nichts. Viel eher geht es um deine neue innere Freiheit. Freiheit von den Erwartungen anderer, von gesellschaftlichen Zwängen, von den eigenen nagenden Selbstzweifeln. Freiheit von festgefahrenen alten Mustern. Freiheit, das eigene Leben selbst zu gestalten, dem Leben einen neuen Sinn zu geben oder überhaupt einmal einen Sinn. Denn was macht Freiheit aus? Ist es
grenzenlose Unabhängigkeit, tun und lassen, was man will, Anarchie, das geht ja nun nicht. Dann kommt man ins Gefängnis. Freiheit ist etwas anderes. Es ist mehr als das, was sichtbar ist. Freiheit ist die Freiheit zu wählen, zu entscheiden. Es geht darum, bewusst Entscheidungen zu treffen, die mit unseren Werten und Wünschen übereinstimmen. Nicht fremdbestimmt zu sein, sondern selbst zu wählen, welchen Weg wir gehen. Und dazu gehört in unserer Weltordnung nun mal finanzielle Freiheit. Wenn ich plötzlich nach Neapel fliegen will, weil die Pizza nirgendwo besser schmeckt, dann brauche ich Geld dazu. Freiheit ist aber vielmehr die innere Unabhängigkeit. Es bedeutet, sich nicht von den Umständen, den Meinungen anderer oder den eigenen inneren Zwängen versklaven zu lassen. Innere Freiheit ist, lassen wir mal kurzfristige Effekte weg, wie sich ein DeLorean zu kaufen, wichtiger als äußere Freiheit. Freiheit ist Verantwortung. Wahre Freiheit geht Hand in Hand mit Verantwortung für das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen. Freiheit ist keine Lizenz zur Beliebigkeit, sondern die Chance, das Leben sinnvoll und verantwortungsvoll zu gestalten. Mit großer Freiheit kommt große Verantwortung. Elon Musk hat das momentan nicht so drauf, fürchte ich. Freiheit ist Akzeptanz von Grenzen. Es gibt keine absolute Freiheit. Wir sind immer eingebunden in soziale, ökonomische und biologische Realitäten. Freiheit bedeutet, diese Grenzen anzuerkennen und innerhalb dieser Grenzen den größtmöglichen Spielraum zu finden. Wir befinden uns nun mal in einem System und wir sind nicht alleine. Das setzt uns Leitplanken und das ist auch gut so, denn Freiheit ist auch die Freiheit der anderen. Freiheit ist ein innerer Zustand. Letztendlich ist Freiheit kein Ort, den wir erreichen, sondern ein Zustand, den wir in uns heranwachsen lassen. Es geht um eine innere Haltung von Offenheit, Mut, Selbstbestimmung und Akzeptanz. Freiheit beginnt im Kopf. Wonach riecht Freiheit also wirklich? Vielleicht riecht sie nach frischer Luft, nach Aufbruch, nach dem Duft neuer Möglichkeiten. Aber vor allem riecht Freiheit nach dem Mut, man selbst zu sein. Und nach der inneren Stärke, das eigene Leben zu gestalten. Aber wie gewinnen wir dieses Freiheitsgefühl zurück? Hier sind 5 Schritte, die dich auf deinem Weg zur Freiheit in der Lebensmitte unterstützen. Erstens, Inventur der Unfreiheit. Dein To-Do: Nimm dir Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wo fühlst du dich in deinem Leben eingeschränkt, unfrei, gefangen? Welche äußeren oder inneren Zwänge spürst du? Schreibe alles auf. Dein Job, deine Beziehung, deine Verpflichtungen, deine Denkmuster, deine Ängste. Bewusstheit ist der erste Schritt zur Befreiung. Zweitens, Wertekompass neu ausrichten. Dein To-Do: Reflektiere deine Werte. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was willst du wirklich? Lebe ich mein Leben im Einklang mit meinen Werten? Wo tue ich das nicht? Formuliere deine persönlichen Freiheitswerte. Klarheit über Werte gibt dir Orientierung und Richtung. Drittens, Komfortzone bewusst verlassen. Dein To-Do: Definiere deine Komfortzone in Bezug auf Freiheit. Wo hältst du dich klein und angepasst? Wo vermeidest du Risiken und Veränderungen aus Angst vor Unfreiheit? Starte mit kleinen Schritten, um deine Komfortzone bewusst zu erweitern. Probiere neue Dinge aus. Wage dich an unbekanntes Terrain heran. Mut wächst mit jeder überwundenen Grenze. Viertens, Nein sagen lernen. Dein To-Do: Analysiere deine Ja-Sager-Fallen. Wo sagst du Ja, obwohl du eigentlich Nein meinst? Wo übernimmst du Verantwortung für andere, obwohl es dich selbst unfrei macht? Übe dich im Nein sagen, freundlich aber bestimmt. Setze gesunde Grenzen und schütze deine Freiheit. Nein zu anderen ist oft ein Ja zu dir selbst und zu deiner Freiheit. Fünftens, Freiheitsrituale etablieren. Dein To-Do: Gestalte bewusst kleine Freiheitsinseln im Alltag.
tägliche Mini-Freiheiten, wie ein Spaziergang in der Natur, eine kurze Meditation, Zeit für irgendwelche Hobbys, bewusst auch mal gar nichts tun. Größere Freiheitsrituale sind dann kleine Reisen, Auszeiten, bewusste Ausbrüche aus der Routine. Freiheit braucht Raum und bewusste Pflege. Wonach riecht Freiheit? Vielleicht findest du deine eigene Antwort auf diese Frage, wenn du dich auf den Weg machst, deine persönliche Freiheit in der Lebensmitte zu entdecken und zu leben. Es ist nie zu spät dafür, ob du jetzt 30 oder über 50 bist. Denn die Lebensmitte ist kein Abstieg, sondern ein Aufbruch. Wenn du es zulässt, ergreife deine Freiheit, gestalte dein neues Leben. Also, welchen Schritt wirst du heute gehen, um dir mehr Freiheit zu erobern? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. So Leute, das war's wieder für heute. Wenn du jetzt wirklich durchstarten willst, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Da bekommst du noch mehr Anregungen und Tools, um die beste Version von dir selbst zu werden. Der Link ist unten in der Beschreibung, denn ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Dazu abonniere meinen Kanal, lass mir ein Like da und vielleicht ist dieses Video hier oben auch etwas für dich. Und denk daran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.